Sehr verehrte Frau Bundesministerin Baer, sehr geehrte Frau Ministerin Ciborra, sehr geehrte Frau Ministerin Schüle, sehr geehrter Herr Minister Moors, sehr geehrte Damen und Herren Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, Exzellenzen und geschätzte Mitglieder des Diplomatischen Korps, PräsidentInnen und Magnifizenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, mit diesen melodischen Klängen heiße ich Sie sehr, sehr herzlich willkommen zum Neujahrsempfang der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich hoffe, dass Sie alle friedliche und erholsame Festtage verbringen konnten. Und ich freue mich wirklich sehr, mit Ihnen gemeinsam den Beginn dieses neuen Jahres begehen zu dürfen. Ladies and gentlemen, with these beautiful sounds we have just heard, I would like to very warmly welcome you to the German Research Foundation's New Year reception. I hope you had a peaceful and enjoyable festive season, and I'm very delighted to have the honor to be celebrating the onset of the new year together with you. Allerdings, und um ganz ehrlich zu sein, möchte ich meine diesjährige Neujahrsrede eigentlich mit Sprachlosigkeit beginnen. Mir fehlen die Worte angesichts des Schicksals der jungen Menschen, die in Crans-Montana gemeinsam Silvester feiern wollten. Doch allzu oft verschlägt uns auch die rasante Umordnung der Welt. Die Umordnung der Welt, die Sprache, ob nun angesichts der neoimperialistischen Aktivitäten, der Demontage unserer Wertesysteme oder der vielerorts wirklich katastrophalen humanitären Situationen in dieser Welt. All diese Entwicklungen betreffen uns hier in Deutschland und in Europa. Bei aller Betroffenheit müssen wir Wege finden, unsere Sprachlosigkeit zu überwinden. Dafür gibt es, und das ist die gute Nachricht, hierzulande beste Voraussetzungen. Denn in unserer Gesellschaft haben wir weiterhin die Freiheit, Herausforderungen offen und auch kontrovers anzusprechen, einander zuzuhören, miteinander die besten Lösungen zu finden und auf dieser Basis gemeinsam zu handeln. Das ist ein Geschenk. Auch die Wissenschaft ist längst ins Spannungsfeld geopolitischer Strategien geraten, weit über sensible Bereiche wie Energie, Biotechnologie, KI und Quantenforschung hinaus. Forschungssicherheit, Wertebindung und Resilienz sind in der Folge zu neuen Koordinaten verantwortungsbewusster internationaler Forschungszusammenarbeit geworden. Zugleich bilden sie wichtige Leitprinzipien zeitgemäßer Wissenschaftspolitik. Im deutschen Wissenschaftssystem wurde zuletzt intensiv über offene Fragen der Forschungssicherheit und Sicherheitsforschung diskutiert. Über die enge Verflechtung von Abhängigkeiten und Sicherheitsfragen ebenso wie über die möglichen Beiträge ziviler Forschung zur Verteidigungsfähigkeit Europas und der NATO. Dieser Diskurs hat einen Punkt der Komplexität und Verdichtung erreicht, der zeigt, dass wir den Referenzrahmen erweitern müssen. Ja, wir brauchen mehr Sicherheit. In Wissenschaft und Forschung ebenso wie in der Gesellschaft insgesamt. Diesen Wandel gestalten wir seitens der Wissenschaft aktiv mit.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt die Wissenschaft daher nicht nur hier in Deutschland, sondern engagiert sich, und das wissen Sie längst, weltweit dafür. Die Erfolge, die in Europa in den bald 70 Jahren seit Unterzeichnung der römischen Verträge in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam erzielt werden konnten, bestärken uns dabei in unserer Überzeugung. Die Lösung kann nur ein gemeinsamer europäischer Ansatz sein. Die Wissenschaft weiß warum. Seit Jahrhunderten vernetzen sich die Gelehrten Europas und der Welt aller Kriege, Krisen und politischen Unwägbarkeiten zum Trotz und über Grenzen hinweg, um Wissen auszutauschen und die Erkenntnisfindung voranzubringen. Die Wissenschaft lebt von genau diesem Austausch, von der Zusammenarbeit, vom gemeinsamen Überwinden alter Grenzen und der Entdeckung des Neuen. So gelingen echte Innovationen und nachhaltige Veränderungen. Die weiträumig vernetzten, renommierten Universitäten, Akademien und Forschungsinstitutionen unseres Kontinents sind wohl die besten Beispiele für diese Stärke und für die Resilienz hervorragender europäischer Forschung. Getragen wird diese Spitzenforschung auch von den Idealen der europäischen Integration, von der Vision eines gemeinsamen Europas, in dem frühere Rivalen durch gemeinsame Institutionen, geteilte Entscheidungen und wirtschaftliche Verflechtungen über nationale Grenzen hinweg dauerhaft und friedlich zusammenarbeiten. Eines Europas der geteilten Werte, die unser gesellschaftliches Miteinander und unser gemeinsames Handeln prägen. In der auch intellektuellen und wissenschaftskulturellen Vielfalt Europas lebt und atmet die wissenschaftliche Suche nach neuer Erkenntnis genau diesen europäischen Geist. Er beseelt den wissenschaftlichen Austausch und hat die Forschungszusammenarbeit in Europa längst zu einer Erfolgsgeschichte werden lassen. Die europäische Integration hat daran einen entscheidenden Anteil. Denken Sie nur an die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt, an das Schengen-Abkommen und die EU-Rahmenprogramme für Forschung und Innovation sowie auch natürlich das Erasmus-Plus-Programm. Aus diesem Grund haben sich Wissenschaft und Wissenschaftspolitik auch in Europa längst gemeinsam auf den Weg gemacht. Strategien und Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln und umzusetzen. Sichtbar wird dies beispielsweise an den Ratsempfehlungen zur Forschungssicherheit. Diese sehen eine unterstützende Rolle der EU beim Umgang mit ungewolltem Wissenstransfer, ausländischer Einflussnahme und Verletzungen von Forschungsethik oder Integrität vor. Geplant ist zudem der Aufbau eines europäischen Kompetenzzentrums für Forschungssicherheit sowie einer Plattform, die Forschende bei der Bewertung der Risiken ihrer internationalen Kooperationen unterstützt. Im Rahmen des bevorstehenden Rechtsakts für den europäischen Forschungsraum werden zukünftig außerdem einheitliche, verbindliche Mindeststandards für Forschungssicherheit angestrebt. Im Bereich der Sicherheitsforschung werden ebenfalls bereits Wegmarken gesetzt. So wird etwa das 10. EU-Rahmenprogramm Weichen stellen, die die europäische Wissenschaftslandschaft ab übernächstem Jahr und noch bis weit über 2035 hinaus prägen werden. Dazu gehört auch, zivil-militärische Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen, einschließlich der Grundlagenforschung. Das kommende Rahmenprogramm wird dann, weiterhin übrigens unter dem Namen Horizon Europe, auf ganzer Breite Forschung mit Dual-Use-Potenzial fördern können.
Allein die Umdeutung des Dual-Use-Begriffes ist dabei bemerkenswert. Mit diesem fundamentalen Umbau von Horizon Europe wird ein Paradigmenwechsel vollzogen. Ein Paradigmenwechsel, der das Ende der über 30-jährigen Geschichte ziviler Forschungsrahmenprogramme bedeutet. So wichtig die verstärkte Aufmerksamkeit auf Sicherheitsfragen und so wichtig dieser gesamteuropäische Ansatz aktuell auch sind, die Frage darf nicht nur lauten, wie wir den Wandel hin zu mehr Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit möglichst wirkungsvoll gestalten können. Wir müssen auch einen Moment innehalten und abwägen, welche Folgen kann dieser Umbau haben. Dies betrifft zunächst mögliche unmittelbare, könnte auch sagen kollaterale Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft in ganz Europa und auch hier in Deutschland. Aus Sicht der Wissenschaft wären hier vor allem höhere sicherheitsbedingte Hürden für Innovation, die aus der Forschung kommen, zu bedenken. Doch die möglichen Folgen dieser Neuausrichtung reichen weit darüber hinaus, in den Kern dessen hinein, wie wir Wissenschaft verstehen. Welche Auswirkungen auf die Wissenschaft selbst, ihre Kultur und Praxis, die Art und Weise des Forschens und auf ihre Rahmenbedingungen stehen zu erwarten. Inwiefern wird sich dadurch das Selbstverständnis, in dem wir in Europa bisher Wissenschaft betreiben, verändern? Langfristig geht es dabei auch um die kommenden Generationen von Forscherinnen und Forschern. Werden auch sie künftig noch mit Begeisterung in einem geeinten Europa forschen können, ihrem wissenschaftlichen Erkenntnisdrang frei folgen, mit KollegInnen in aller Welt zusammenarbeiten und Brücken bauen können? Hinter all dem stehen große Fragen. Was bedeutet ein Primat der Sicherheit für die großen Forschungsfragen unserer Zeit und die Bewältigung globaler Herausforderungen? Welche Folgen könnte eine Neubewertung bisheriger Prioritäten für unsere Gesellschaft haben? Und wie sicher können wir sein, dass diese Veränderungen nicht doch irgendwann die Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft und damit auch das hohe Renommee des Wissenschaftsstandorts Deutschlands beeinträchtigen? Ich denke, wir sind daher gut beraten, ein breites Bewusstsein für die erwartbaren Effekte auf unser Wissenschaftssystem und die möglichen Folgen für unsere Gesellschaft zu schaffen und auch diesen Wandel natürlich aktiv mit zu begleiten. Wir engagieren uns aus gutem Grund, denn die Freiheit der Wissenschaft und ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem sind für eine offene Gesellschaft unverzichtbar. Mit dieser wohlbedachten Feststellung beginnt nicht erst die Satzung der deutschen Forschungsgemeinschaft. In Deutschland kennen wir die Wissenschaftsfreiheit schon seit der Paulskirchenverfassung von 1848/49. Und ich kenne keine ältere Verfassung, die Wissenschaftsfreiheit noch früher als Grundrecht gewährleistete. Heute garantiert sie nicht nur die individuelle Freiheit, wissenschaftlich zu forschen und zu lehren, ihr Schutz erstreckt sich auch auf die dazu notwendigen Institutionen und die wissenschaftliche Selbstverwaltung. Außerdem sichert sie die besondere Funktion der Wissenschaft, die sie in der Gesellschaft und für die Gesellschaft erfüllt. Für dieses Lebenselixier innovativer Spitzenforschung, frei von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen, sind wir ebenso dankbar wie für die verlässliche Unterstützung durch
und die wirklich hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern aus Bund und Ländern. Auch diese hervorragende Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik, die wir aktuell in Deutschland haben, wir können immer noch besser werden. Es gibt immer noch Herausforderungen, das ist klar. Aber wir arbeiten zusammen. Wir ringen gemeinsam um die besten Lösungen. Und auch das ist international sichtbar, denn es ist nicht selbstverständlich. Schon ein Blick in die jüngste Geschichte genügt, um zu erkennen, dass vermeintlich sicheres Recht sehr, sehr schnell verloren gehen kann. Wissenschaft, Politik und Gesellschaft müssen deshalb füreinander einstehen und sich stark machen, auch für die Wissenschaftsfreiheit. Dazu gehört ebenso die Resilienz der Wissenschaft, gerade in der aktuellen Situation, weiter zu stärken und ihre Sicherheit zu erhöhen. Als DFG übernehmen wir Verantwortung für eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Freiheit im Sinne der Wissenschaft und für die Errungenschaften unseres Wissenschaftssystems in Deutschland insgesamt. Aktuell zeigt sich dies etwa an dem Engagement unseres Senates für die Resilienz der Wissenschaft. Aber schon seit 2014 betreiben wir gemeinsam mit der Leopoldina den gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Aus diesem sind bisher an rund 120 Einrichtungen Kommissionen für Ethik in der Forschung hervorgegangen, die in sicherheitsrelevanten Fragen wertvolle Unterstützung bieten. In den letzten Jahren haben wir zudem Empfehlungen, Leitlinien, Checklisten veröffentlicht, um internationale Kooperationen sicherer zu gestalten. Ganz nach dem Motto, so offen wie möglich, so geschützt wie nötig. Denn grenzüberschreitende Forschungszusammenarbeit ist nicht nur für die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit Europas, sondern auch für unsere Resilienz, für unsere Preparedness, die unsere demokratische Gesellschaft dringend benötigt, von entscheidender Bedeutung. Darum freuen wir uns sehr, dass kurz vor Weihnachten noch eine Einigung über die Eckpunkte zur Stärkung der Forschungssicherheit in Deutschland gelungen ist. Der starke Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Politik und Sicherheitsbehörden ist entscheidend dafür, dass unser Wissenschaftssystem auch unter schwierigen Rahmenbedingungen handlungs- und wettbewerbsfähig bleibt. Gleichzeitig leistet die Einrichtung einer nationalen Plattform für Forschungssicherheit, für die die DFG, wie Sie wissen, seit langem wirbt, einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit. So wird die Plattform die Selbststeuerungsfähigkeit der Wissenschaft, etwa bei der Einschätzung von Risiken, unterstützen und Orientierung für den Umgang mit kritischen Partnern bieten. Mit dieser Einigung haben Bund, Länder, der Wissenschaftsrat und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ein hervorragendes Fundament geschaffen, um sich auch auf europäischer Ebene, und das ist der nächste Schritt, auch auf europäischer Ebene und mit unseren internationalen Partnern für das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit einzusetzen. Unser gemeinsames Ziel muss es dabei sein, die notwendigen Maßnahmen zur Forschungssicherheit so mit der 5. Grundfreiheit zu verweben, dass Forschungsfreiheit, freie Mobilität und offener Zugang zu Wissen, und zwar zu wahrem Wissen, zu wirklichem Wissen, dieser offene Zugang zu Wissen bewahrt werden. Wenn dies gelänge, dann hätten wir etwas bislang Einzigartiges für die Spitzenforschung in einem Europa der Wissenschaft erreicht. Verehrte Damen und Herren, das Friedensprojekt Europa hat aus seinen antiken Wurzeln die Erkenntnis gezogen, wir können nicht allein mit nationalen Lösungen auf globale geopolitische Herausforderungen reagieren. Wir müssen vielmehr nationale, europäische und multilaterale Ansätze zusammendenken. Besonders in Sachen Forschungssicherheit
bieten die europäische Integration und der globale Zusammenhalt unter Wertepartnern einen starken Rahmen. Die Freiheit, Erkenntnisfähigkeit und Innovationskraft der Wissenschaft in Europa weiter zu stärken, ist daher einer der besten Vorsorge- und Schutzmechanismen für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft und für unsere Werte. Und genau deswegen sind wir so gerne Europäer. Keinesfalls aber dürfen wir unsere grundlegende Freiheit für ein wenig zeitweilige Sicherheit aufgeben. Vielmehr müssen wir, wie Karl Popper es 1945 formulierte, für die Freiheit planen und nicht für die Sicherheit, wenn auch vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann. Herzlichen Dank und ein frohes neues Jahr.